Einen wunderschönen guten Tag aus Barcelona. Was mache ich hier in Barcelona? Ich hole ein Auto ab. Seht ihr gleich noch. Jetzt fahren wir hier von unserem Hotel nach McLaren. Und da holen wir jetzt gleich das Presseauto ab, was wir von Barcelona aus durch Frankreich wieder zurück nach Düsseldorf bringen werden. Und wenn ich sage wir, dann spreche ich von mir und Klaus. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ich bin der Taxifahrer. Das ist er. Ich glaube, ich habe mich gerade verliebt. 600 LT McLaren. Boah, sieht der sexy aus. Den nehmen wir aber nicht mit, sondern den da. Ja, der McLaren GT ist gemacht fürs Reisen. Und da gucken wir auch direkt mal, was das Platzangebot bietet hier. Oh, da hätte aber auch mein großer Trolley reingepasst. Ich habe extra sparsam gepackt. Das stimmt, ja. Das ist echt viel Platz. Ja, also da hätte auf jeden Fall nochmal so ein Trolley reingepasst. Ja. Da passt ja ich sogar rein. Ui, Wing Doors. Ah, hier haben wir auch noch einen Knopf für Stauraum. Zack. Ja, also falls wir heute kein Hotel finden, können wir auch alternativ hier rein. Also da ist ja auch noch mal eine Menge Platz. Wahnsinn, da kannst du ja echt richtig viel verstauen. Doch bevor wir losfahren, checken wir natürlich noch, was hier drin steht. Ich liebe den 600 LT. Das ist echt so ein... Auch da, oh, guckt euch diese Farbe an, Leute. 600 LT Spider in so einem, ja, schwer zu sagen, wie so ein Acid Green sieht das aus. Ich weiß nicht, wie die Farbe von McLaren heißt. Boah, den würde ich direkt so mitnehmen, ohne zu fragen. Auch hier nochmal der GT in so einem Silber. Sieht schon fast aus wie so ein Raumschiff in der Farbe. Ja, den kennen wir ja schon. Den hatten wir ja auch schon mal in genau dieser gleichen Farbe. Hier den 27S Spider für eine Testfahrt eine Woche. Und hier steht ein ganz besonderes Schätzchen. Der McLaren Senna GTR. Guckt euch mal bitte diesen Frontsplitter an. Oh mein Gott. Verrückt. Oder dieser... Was zur Hölle ist das? Was? Das ist Wahnsinn. Aber auch hier, vor allem, guckt mal hier rein. Von dem gibt es übrigens weltweit nur 75. 75 waren das, ne? Oder 76? 75 Stück, ja. Nicht Straßen zugelassen, glaube ich, ne? Mhm. Also komplett nur rein für die Rennstrecke. Ja, dann fährst du zuerst jetzt, würde ich sagen. Ja. Guck mal, das finde ich auch schön hier. Der hat gar nicht so einen richtigen Türgriff, sondern man drückt nur hier rein. Und dann zack, so läuft das. Soft Close natürlich, leicht anlehnen. Ah, das ist ja auch cool. Ja, eine Sache, bei der man sich hier noch echt bei McLaren zurechtfinden muss, dauert bei mir immer, doch, ist diese Zerstellung. Die ist nämlich hier, also quasi beim Fahrersitz rechts, und hier dran zu kommen und dann zu finden, was man hier einstellen will, ist dann doch manchmal echt schwierig. Okay, let's go. Oh, schön hell hier drin, ne? Mit Ja. diesem Glasdach hier und so. Sehr schön. Ja, ich gebe jetzt die Route im Navi ein und dann gucken wir mal, wo wir langfahren. Klaus und ich, wir machen heute wirklich so, nicht heute, wir machen die nächsten Tage eine Abenteuerreise. Wir haben uns keine Hotels gebucht. Wir fahren jetzt die Küste entlang und gucken mal, wo wir heute Abend so landen werden, ne? Ja. Und dann buchen wir uns einfach spontan da irgendwo was. Die Rückleuchten sehen ja schon echt cool aus. Diesen schmalen... Das sieht echt schick aus. Sieht schon aus wie so ein Raumschiff, echt. Also die Form von dem Wagen gefällt mir echt richtig, richtig gut. Wir sind jetzt in Lloret de Mar und ich habe jetzt hier einfach mal einen Parkplatz angegeben, der direkt am Strand ist. Und dann gucken wir einfach mal spontan, welches Restaurant da auf hat. So, Lloret de Mar ist jetzt quasi unser Zwischenstopp. Und dann fahren wir endlich die schönen Routen, weil bisher sind wir jetzt nur über die Autobahn gefahren. Kein Spiegel. Ah. Jetzt muss man ja sagen, das Auto zieht echt extrem viele Blicke auf sich. Wir stehen jetzt hier genau an der Strandpromenade und die Leute gucken alle. Jetzt bloß nichts Peinliches machen. Nicht stolpern aus dem Auto. Ah, wie blau das Wasser ist. Voll schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hundis. Aber ich freue mich auch schon auf die Weiterfahrt jetzt gleich. Weil jetzt fahre ich weiter. Ja. Kurz warten, bis die Fotos fertig gemacht sind. Ja, das Auto zieht schon echt stark Blicke auf sich. Mhm. Ja,
Ja, jetzt fahren wir gleich weiter. So in 10 Stunden. Hallo! Ale. Jeszcze lepiej. Ich finde halt auch die Aufteilung beim McLaren sehr super. Auch hier dieses, so wie diese Boxen hier. Ja, wie die Boxen hier in der Tür integriert sind. Das finde ich einfach sehr schick. Also ich finde dieses ganze Cockpit so an sich sehr schick und das Auto ist sehr übersichtlich. Was für eine geile Straße ist das denn bitte? Ich komme gerade nicht klar, guck mal die Aussicht. Also vielleicht mal kurz ein paar Daten, während ich den Motor hier so schön aufheulen lasse. 620 PS, 4 Liter V8 Biturbomotor. Topspeed waren glaube ich 320 km/h. Ja. Preislich liegt der Wagen im Grundpreis bei knapp 200.000 Euro. Also ich sag mal im geregelten Maß eines Sportwagens. Boah, ist dieser Strecke, oh mein Gott. Vor allem was für ein Abenteuer. Wir sind wirklich so komplett ungebunden zeitlich. Wir haben heute kein Ziel, wo wir hin müssen, kein Zeitdruck. Wir können einfach jetzt hier so oft anhalten, wie wir wollen und bleiben, wo wir wollen. Ich bin mal gespannt, in was für einem Hotel und in welchem Ort wir nachher landen werden. Das ist einfach für mich die beste Art eines Roadtrips. Kurze Mittagspause. Ich meine, in welchem Sportwagen kann man sich so reinlegen? Huh? Das geht nur im McLaren GT. Und allein dafür hat dieses Fahrzeug eine Auszeichnung verdient. Hallo? In welchem Sportwagen hast du das? Im Keim? Mit Panoramadach sogar. Ja, und Panoramablick. Aber der ist nicht inklusive. Also da muss man schon dafür hinfahren. Ja. Und dafür, dass der McLaren GT ja als, ich sag mal, komfortabler Reisesportwagen gedacht ist der verdammt sportlich, verdammt schnell, macht super viel Spaß. Und wie man sieht, bietet er wirklich extrem viel Platz. Hält, was er verspricht, definitiv. Und ich könnte da jetzt noch 10 weitere Tage drin sitzen, weil bequem ist der halt auch. So. Dann springen wir da raus. Ja, zumachen geht's hier. Ganz komfortabel. heute bleiben werden. Ja, so sieht die Route aus, die hier vor uns liegt. Eine kurvige Strecke. Da ist unser Hotel in so einer Bucht. Jetzt kommt auf jeden Fall noch mal eine coole Straße hier die Berge entlang. Jetzt konnten wir doch nicht widerstehen, bei diesem Ausblick dann doch noch mal anzuhalten. Golden Hour. Mega schön. Ich würde behaupten, wir haben heute alles richtig gemacht, oder? Ja. Guck mal, wo wir jetzt gelandet sind. Da sind wir jetzt gelandet. Hier ist das Hotel, direkt am Wasser. Ist das nicht schön? Kann ich direkt ins Bötchen springen? Ich zeige euch jetzt natürlich auch nochmal das Zimmer. So, bereit fürs Zimmer? Jupp. Badezimmer. Badewanne mit Ausblick. Mit Ausblick, ja. Auch schön. Ist das schön! Aber das Beste, genau das wollte ich am Ende des Tages.
diesen Ausblick. Ja, jetzt gehen wir zu Fuß noch da hinten rüber und werden noch was essen. Morgen werden wir auf jeden Fall auf diesen Straßen hier noch etliche Fotos machen, weil das einfach so schön ist, weil das so barrierefrei ist, direkt am Wasser. Einfach nur mega. Einfach nur der Hammer.